Bei uns sind die Flüchtlinge eigentlich willkommen. Wir haben keine Probleme damit, wir haben einen sogar in der Nachbarschaft wohnen. Wenn die Herrschaften hier abends durch die Straßen gehen, machen Fotos mit ihrem Handy, sprechen da was rein. Also gibt es so einige, die sind da recht irritiert. Was soll das? Lass die Leute arbeiten. Die Leute sind ja motiviert, die Leute wollen ja hierher kommen, um sich ein neues Leben aufzubauen. Natürlich frage ich mich manchmal, was passiert denn, wenn jetzt sich alle Afghanen auf den Weg hierher machen und es stehen auf einmal diese Millionen vor der Tür. Was macht denn dann? Was macht man dann? Peter Gärtner ist Entscheider. Der 65-Jährige arbeitet seit 9 Jahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung Gießen. Er entscheidet Tag für Tag darüber, wer Asyl erhält und wer nicht. Es gibt einzelne Schicksale, die einen auch beschäftigen, die einen auch mitnehmen. Damit muss man einfach zurechtkommen. Alle in diesem Warteraum wollen gleich ihren Asylantrag stellen, so wie dieser junge Mann. Er bekommt damit erstmal eine Aufenthaltsgestattung für 6 Monate, darf aber den Landkreis Gießen nicht verlassen. So lange wird er in der Erstaufnahmeeinrichtung bleiben und auf sein Interview warten mit einem Entscheider wie Peter Gärtner. Wir haben halt sehr viele Situationen hier, wo keine Anerkennung stattfindet. Ja, das heißt, wo Geschichten erfunden werden oder ausgedacht sind oder so harmlos, dass wir halt den Asylantrag ablehnen müssen. Und das sind schon sehr viele Fälle, so dass man sich manchmal fragt, was mache ich hier eigentlich? Ja, was ist der Sinn meiner Arbeit? Und das wäre der Sinn, ja, dass man sagt, die eine Person, die schutzbedürftig ist, die will ich finden und die bekommt dann auch hier ihren nötigen Schutz. Gabi Sickel ist Integrationshelferin der Stadt Münzenberg im Wetteraukreis. Sie kämpft Tag für Tag mit dem Problem, Wohnungen für die Flüchtlinge zu finden. Denn die Bereitschaft, an Fremde zu vermieten, ist gering. Wenn, werden am ehesten Familien genommen. Aber es ist in der Bevölkerung tatsächlich so, die alleinstehenden Männer wollen wir nicht haben. Und das kriege ich auch bei einigen mit, wenn wir Wohnungen anbieten. Du kannst mal alles reingeben, nur keine alleinstehenden Männer. Und schon hat man das Problem. Und die jungen Männer natürlich auch, weil sie nichts kriegen. Gabi Sickel kommt aus dem Ort, war jahrzehntelang hier politisch aktiv und kennt jede Menge Leute. Das hilft, wenn es darum geht, Sachspenden für die Flüchtlinge aufzutreiben und sie zu integrieren. Erstaufnahmeeinrichtung Gießen im Februar 2024. Es ist 8:30 Uhr morgens. Über Nacht sind schon 59 Asylsuchende gekommen. Die Erstaufnahmeeinrichtung ist die größte von insgesamt 10 in Hessen und ist rund um die Uhr geöffnet. Jeder Flüchtling, der einen Asylantrag stellen will, muss das hier tun. Im Moment sind es etwa 300 pro Woche. Das sei nicht viel, heißt es hier, könne sich aber schnell ändern. Die Herausforderung bei der ganzen Sache ist, dass wir nicht wissen, wie viele Menschen täglich kommen, mit welcher Zahl wir zu rechnen haben. Wir sind verpflichtet, alle Menschen, die in Hessen ankommen, hier in Gießen auch aufzunehmen. Wir zeigen die Gesichter der Flüchtlinge nicht, denn die Bilder könnten für sie ein Sicherheitsrisiko in ihren Heimatländern bedeuten, sollten sie wieder abgeschoben werden. Jetzt werden sie erstmal medizinisch untersucht. Bei Bedarf geimpft und geröntgt, damit keine ansteckenden Krankheiten wie Tuberkulose verbreitet werden. Dann kommt die erkennungsdienstliche Behandlung, wie hier bei diesem pakistanischen Flüchtling, dessen Daten ins bundesweite Ausländerzentralregister eingegeben werden müssen. Ein Dolmetscher übersetzt in Urdu. Hat er schon mal Fingerabdrücke abgegeben? Germany में तो नहीं लगे. Nein. Wo ist sein pakistanischer Reisepass? आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड किधर है? वो मैं रास्ते में आया ना, गलती हो गई है. गुम हो गए? दोनों? Ja, verloren. Den wird verloren. Der Herr bleibt nicht in Hessen, weil er gebürtig aus Pakistan ist und die Nationalität Pakistan wird in Hessen nicht angehört. Und dann wird er nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt und das war in dem Fall Chemnitz. Hessen ist für diesen Mann also nicht zuständig.
Hier werden vor allem Fälle aus Syrien, Afghanistan und Nordafrika geprüft. Für den Pakistani heißt es also, nach Sachsen weiterreisen. Die Erstaufnahmeeinrichtung Gießen ist beliebt bei den Flüchtlingen. Sie kommen gezielt hierher. Es ist alles gut organisiert, es wird informiert und die Flüchtlinge sind gut versorgt. Nachdem sie hier aufgenommen worden sind, können sie 2 Tage später nebenan im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ihren Asylantrag stellen. Die größte Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen in Gießen ist wie eine kleine Stadt auf dem Gelände der ehemaligen US-Kaserne mit 200 festen Mitarbeitern. Es gibt maximal Platz für 5.800 Menschen. Aber nur 1.350 lebten hier im Februar 2024. 70% Männer, 30% Frauen, darunter 23% Kinder. Sie alle warten darauf, dass über ihren Asylantrag entschieden wird. Manfred Becker vom Regierungspräsidium Gießen ist schon seit Jahrzehnten für die Erstaufnahmeeinrichtung verantwortlich. Mit dem Asylverfahren selbst hat er nichts zu tun, das ist Bundessache. Aber zusammen mit seinen Mitarbeitern versucht er die monatelangen Wartezeiten für die Flüchtlinge ruhig, sicher und so sinnvoll wie möglich zu gestalten. Alle Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung werden gleich behandelt. Und wir versuchen ihnen im Hinblick auf eine spätere Integration auch von Anfang an so viel wie möglich mitzugeben. Wir betreiben Kindergärten für die Kleinkinder, wir bieten Schulunterricht an für die schulpflichtigen Kinder und wir bieten auch vielfältige Kurse für die Erwachsenen an, Sprachkurse, Integrationskurse, um sie auf das Leben hier in Deutschland vorzubereiten. Und da können wir auch nicht differenzieren, weil wir selbst ja auch nicht wissen, wer bleibt und wer muss wieder gehen. 3 mal 2. Die Schule ist hier freiwillig und geht von der 1. bis zur 8. Klasse. Jeden Tag kommen Schüler und jeden Tag gehen auch welche. Übersetzer gibt es hier nicht. Wo ist die 16? Ja. Das ist die 60. Wo ist die 16? Die Blue. Ja. Ja, sag es bitte. Sag es. 16. Ingrid Tubing ist eigentlich schon seit 5 Jahren pensioniert. Aber die Arbeit mit den Kindern findet sie so wichtig, dass sie ehrenamtlich hier unterrichtet. Das Wichtigste, ich sage immer, ist Struktur. Grundelemente lernen, wie zum Beispiel jetzt hier das Ausschneiden. Sitzen bleiben, melden, pünktlich zum Unterricht kommen. Aber auch eine emotionale Atmosphäre schaffen, dass die Kinder sich willkommen fühlen. Denn die haben ja ganz unterschiedliche Erfahrungen, Fluchterfahrungen. Und ich denke, zum großen Teil kommen die hier an und brechen erst mal hier auf, werden hier erst mal fröhlich, lächeln das erste Mal. 14, 16. Manche Kinder und ihre Familien bleiben wochenlang hier, denn es kann dauern, bis das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, über ihren Asylantrag entschieden hat. Peter Gärtner ist nur einer dieser 80 Entscheider beim BAMF hier in Gießen. Zusammen mit Dolmetscher Sheikh Abdirisak holt er jetzt eine Somalierin mit ihrer kleinen Tochter zum Interview ab. Ob Mutter und Kind Asyl bekommen, hängt davon ab, wie das Interview verläuft. Wir dürfen beim ersten Teil der Anhörung dabei sein. Es geht los mit Fragen zur Personalie und Reiseroute. Und dann im zweiten Teil haben Sie die Gelegenheit, Ihre Gründe zu nennen, warum Sie Somalia verlassen haben und warum Sie nicht dorthin zurückkehren wollen. In Somalia gibt es feste Clanstrukturen, die die soziale Stellung definieren und darüber bestimmen, wie die Lebensumstände sind. Zu welchem Clan gehört denn Ihre Mutter? Sie ist auch Majerten. Sie gehört auch dem Majerten-Clan an. Die Somalierin ist im September nach Deutschland eingereist. Ihre Fluchtroute ging durch halb Afrika. Ob die Frau aufgrund ihrer Clanzugehörigkeit verfolgt wurde, ob ihr oder ihrer Tochter die Beschneidung droht oder ob sie aus wirtschaftlichen Gründen vorgeschickt wurde, das muss im weiteren Verlauf des Gespräches geklärt werden. Die Anhörung dauert etwa 2 Stunden und sie erfordert genaue Kenntnisse des Landes. Wir müssen eigentlich alles wissen über das Land. Ja, wir müssen wissen, was sind da für Konflikte, was sind da für Akteure unterwegs, wie ist die politische Lage, wie ist die humanitäre Lage. Das spielt alles hier für das Verfahren eine Rolle. Das heißt, wenn uns jemand eine Geschichte auftischt, die wir nicht glauben, dann stellen wir hier dazu Fragen und dann geht es meistens schon los. Dann sind keine Details zu erfahren, dann sind auf einmal zeitliche Abläufe nicht erklärbar. Oder man weiß nicht, wann dieses entscheidende Ereignis stattgefunden hat.
ja, was eigentlich zur Flucht geführt hat, ja, weiß man dann auf einmal nicht mehr. Haben Sie somalische Personalpapiere? Nein. Okay, wie kann das sein, dass Sie keine Papiere hatten? Ich hatte keine Dokumenten dort und meine Geschwister auch nicht. Das ist ein kritischer Punkt, den Peter Gärtner berücksichtigen wird. Gabi Sickel ist schon bei der nächsten Unterkunft. Hier ist noch Platz für ein ukrainisches Ehepaar. Die Gemeinde wird sich noch um Einrichtung kümmern. Ja, unten die Küche ist halt für alle. Und besonders wichtig, gibt es Internetzugang? Also man muss ganz klar sagen, in allen städtischen Flüchtlingsunterkünften gibt es kein Internet. Wenn, dann muss halt die Bewohner selbst dafür sorgen und auch selbst den Antrag stellen und die Kosten selbst bezahlen. Gut, so, dann können wir ja... Ukrainische Flüchtlinge müssen keinen Asylantrag stellen, anders als die sogenannten Weltflüchtlinge. Und von denen kommt gut die Hälfte ohne Papiere, oft bewusst, um eine mögliche Abschiebung zu erschweren. Regierungspräsidium Gießen, zentrale Ausländerbehörde. Claudia Coburger-Becker ist die Leiterin und zuständig für die Abschiebung von Flüchtlingen, die keine Aufenthaltserlaubnis bekommen haben. Eine unendliche Detektivarbeit, vor allem, wenn die Papiere fehlen. Zum Teil geben die Leute 4, 5 unterschiedliche Identitäten an mit Namen, Geburtsdaten. Teilweise ist unklar, ob sie aus dem einen Staat oder dem Nachbarstaat stammen. Und dann müssen sie mit dem Konsulat in Kontakt treten. Und zum Teil ist es erst an diesem Zeitpunkt so, dass die Personen ihre wahre Identität nennen, die dann vielleicht zu einem ganz anderen Staat gehört, zu einem Nachbarstaat. Was dann heißt in dem Fall, man bekommt natürlich kein Passersatzpapier des Konsulates, sondern man muss dann zum nächsten Konsulat gehen und das Ganze da nochmal von vorne machen. Für Entscheider Peter Gärtner ist es schon ein Indiz, wenn Asylantragsteller behaupten, keine Papiere zu haben. Viele erzählen uns halt irgendwas, ja, ich habe ihn verloren oder der Schlepper hat mir ihn abgenommen. Also eine Geschichte, die eigentlich nicht glaubhaft ist, denn wer hier Asyl beantragt und wer Schutz braucht, der offenbart sich uns auch. Ja. Und der Pass ist nun mal das Wichtigste. Und na klar, kann man den auch verlieren. Ja. Aber dann hat man andere Möglichkeiten. Dann hat man vielleicht den Pass irgendwo kopiert, im Internet gespeichert, wo man weltweit drauf zugreifen kann, um sich ehrlich zu machen. Peter Gärtner und die anderen BAMF-Mitarbeiter in Hessen haben im vergangenen Jahr 23.539 Asylanträge bearbeitet und 59,9% der Flüchtlinge bekamen Schutz. Im Schnitt dauert das Verfahren 4 bis 5 Monate. Klagt der Flüchtling gegen einen abgelehnten Asylantrag, kommen noch etwa 30 weitere Monate hinzu, bis ein Verwaltungsgericht entschieden hat. Das Interview mit der Somalierin geht jetzt ohne uns weiter. Peter Gärtner braucht noch weitere Informationen, bis er über ihren und den Asylantrag ihrer Tochter entscheiden kann. Im Frühjahr sind monatlich etwa 2.400 neue Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung angekommen. Damit sie nicht überfüllt wird, verteilt man die Menschen schon auf die Kreise und Kommunen, noch bevor das BAMF über ihren Asylstatus entschieden hat, um Platz für neue Flüchtlinge zu schaffen. Wenn Gabi Sickel morgens zur Arbeit ins Münzenberger Rathaus kommt, wird sie meistens schon erwartet. So, dann fangen wir mit dem ersten an. Die Syrer sind aus der Erstaufnahmeeinrichtung direkt in den Ortsteil Gambach gekommen und müssen angemeldet werden. Die sind jetzt die 2 Herren am Montag angekommen. Gestern konnten sie sich so ein bisschen umgucken und heute machen wir die Anmeldung. Ja, und alles mit Google-Übersetzer. Anna, geht das nicht? Frau, ich möchte arbeiten und diese Verfahren müssen einigermaßen schnell erfolgen, damit die Angelegenheit einfacher wird. Ja, machen. Nee, alles klar. Jetzt geht es erstmal um Unterbringung und Versorgung. Das machen im Wetteraukreis sowohl der Kreis als auch die Kommunen. Gabi Sickel ist direkte Ansprechpartnerin der Flüchtlinge in Münzenberg.
Anders läuft es im benachbarten Lahn-Dill-Kreis. Hier kommen die Flüchtlinge aus der Erstaufnahmeeinrichtung wieder in eine zentrale Aufnahmestelle, nämlich die vom Kreis in Heisterberg. Jeden Montag kommt ein Bus aus Gießen an. Wer und wie viele Flüchtlinge kommen, ist eine kleine Überraschung. Heute sind es nur 11 Menschen, viel weniger als in den vergangenen Wochen. Darunter auch Ukrainer, die, obwohl sie es nicht müssten, trotzdem oft die Erstaufnahmeeinrichtungen ansteuern. Morgen werden sie hier vor Ort die bürokratischen Abläufe durchlaufen, um Sozialhilfe zu beantragen und erfahren dann noch nähere Informationen, wo sie untergebracht werden. Heute wird in Türkisch, Russisch und Arabisch übersetzt. Das ist jede Woche anders, je nach Flüchtlingsgruppe. Im Jahr 2023 sind 2572 Menschen dem Lahn-Dill-Kreis zugewiesen worden. 896 Ukrainer, 1676 sogenannte Weltflüchtlinge. Diese haben einen Asylantrag gestellt, bekommen 460 € im Monat, dürfen erstmal nicht arbeiten und auch den Landkreis nicht verlassen, während die Ukrainer sich in Deutschland frei bewegen, direkt arbeiten dürfen und Bürgergeld in Höhe von 563 € monatlich bekommen. Alona Mosban ist vor einem Monat aus Odessa geflohen und über Polen nach Deutschland gekommen. Für die nächsten 3 Tage wird sie hier in dem Jugendfreizeitdorf bleiben, das der Kreis zur Aufnahmestelle umfunktioniert hat. Ist sie denn alleine oder hat sie hier Familie oder soll es weitergehen bei ihr? Вы одна приехали или у вас есть фамилия, семья? К сожалению, одна. Die ist allein gekommen. Wie sah es in Odessa aus? Wie ist die Situation da? Как выглядит Одесса сейчас? Как там ситуация? Ich möchte nicht darüber sprechen, das ist ein bisschen kompliziert für Sie. Das verstehe ich. Желаем вам удачи. Sie ist erleichtert, jetzt in Deutschland zu sein. Bis Ende der Woche wird sie hier bleiben, bis sie dann, wie auch die anderen Flüchtlinge, dauerhaft in einer Unterkunft des Kreises untergebracht wird. So wie hier im etwa 30 Kilometer entfernten Bischofen, zweitkleinste Gemeinde im Lahn-Dill-Kreis und Endstation für 50 Flüchtlinge, die seit November vergangenen Jahres hier in diesen Containern des Kreises leben. Bürgermeister Marco Herrmann war darüber nicht begeistert, aber er hatte keine Wahl, denn die Gemeinde musste eine bestimmte Anzahl an Flüchtlingen unterbringen, für die es aber keine Wohnungen gab. Leute wollten tatsächlich nicht vermieten. Also es gibt schon Wohnraum, es gibt auch viele Häuser, wo Einzelpersonen drin wohnen, aber das verstehe ich voll und ganz. Wenn man da sagt, ich habe da kein Interesse, dass ich da Leute aufnehme, weil man hat von schlechten Erfahrungen gehört, will es grundsätzlich nicht vielleicht, kommt so Verschiedenes zusammen, weswegen man da eher Abstand von nimmt. In Bischofen ist man so viele Fremde auf einmal nicht gewohnt. Es gibt auch kein Café, wo man sich begegnen und kennenlernen könnte. Aber die Flüchtlinge in den Containern sind ein heiß diskutiertes Thema auf dem Parkplatz des Supermarktes nebenan. Irgendwie passt das Ganze nicht, aber es ist ja mittlerweile fast schon in jedem Dorf so. Und ja, was soll ich sagen? Wenn die Herrschaften hier abends durch die Straßen gehen, machen Fotos mit ihrem Handy, sprechen da was rein. Also gibt da so einige, die sind da recht irritiert. Was soll das? Was machen die da? Das ist so mein Eindruck, den ich hier habe. Das ist halt natürlich schwer. Die Leute selber kommen nicht so oft raus. Man sieht kaum einen. Also ich fand es toll, dass ich letztens hier 3 Damen draußen gesehen habe. Haben wir mal kurz Hallo gesagt, haben wir mal kurz geredet. Aber so viel von dem Containerdorf hier sehen wir eigentlich nicht. 2015 bei der großen Flüchtlingswelle und 2022, als die ukrainischen Flüchtlinge kamen, gab es viel ehrenamtliches Engagement im Ort. Jetzt nicht mehr. Ich habe mich da 5 Jahre voll engagiert. Ich habe daheim alles liegen gelassen und habe mich für die Flüchtlinge engagiert. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt nochmal kann, ob ich die Kraft dafür überhaupt habe, das nochmal zu machen. Der Bürgermeister kann mit seinen 14 Mitarbeitern kaum Integrationsarbeit leisten. Er fühlt sich vom Kreis alleingelassen. Wir bräuchten da einfach mehr Leute, die diese Basisarbeit einfach tun, halt einfach, die den Leuten ein bisschen helfen, einfach in dem Zurechtkommen mit der ganzen Bürokratie, die so unterwegs ist. Die bekommen diverse Post, wo
von denen kein Mensch mit zurechtkommt. Wir sollen die dann verweisen an die zuständigen Stellen im Kreis. Wir sind 25 Kilometer weg von der Kreisverwaltung hier im ländlichen, in der Gemeinde, was es zusätzlich schwierig macht. Unterbringung in Containern mit Mehrbettzimmern, die Lösung so mancher Kreise, die sich nicht anders zu helfen wissen, so wie der Lahn-Dill-Kreis. Auch Containerdörfer sind sicherlich nur vorübergehend, aber dort haben wir längerfristige Verträge abgeschlossen. In einer kleinen Gemeinde mit 1000 Einwohnern oder 1100, wo dann 6 Container aufgestellt worden sind mit 30 oder 33 Bewohnerinnen und Bewohnern, ist das in aller Regel sehr sozialverträglich. In Bischoffen ist bisher alles ruhig. Die Ängste der Einwohner sind unbegründet. Aber Bürgermeister Herrmann sorgt sich. Es müsse nur doch mal was passieren, dann kippe die Stimmung in der Bevölkerung sofort, wenn keine anständige Integration geleistet werde. Der Hessische Flüchtlingsrat vertritt die Interessen der Flüchtlinge. Geschäftsführer Timo Scherenberg sieht klare Qualitätsunterschiede bei den verschiedenen Kreisen und wie sie die Flüchtlinge unterbringen. Für uns ist ganz klar, eigentlich sollte die Unterbringung nach Möglichkeit in Wohnungen passieren. Diese großen Unterkünfte, meistens auch etwas abgelegen, ist die integrationsfeindlichste und auch gleichzeitig noch teuerste Methode, um Menschen unterzubringen. Ja, ich verstehe, wenn einzelne Kommunen jetzt sagen, ich weiß nicht, wie ich gerade anders die Leute unterbringen soll. Und da gibt es aber auch ganz tolle Initiativen mittlerweile in einigen Landkreisen, wo es Vereine gibt, die sich nur darum kümmern, Wohnraum für Flüchtlinge zu akquirieren. In Münzenberg ist es Integrationshelferin Gabi Sickel bisher gelungen, alle zugewiesenen Flüchtlinge in Häusern unterzubringen, wenn auch mit Mühe. Gambach ist ein Ortsteil der Stadt Münzenberg im Wetteraukreis mit 3.552 Einwohnern. Im vergangenen Jahr kamen 137 neue Flüchtlinge hierher. Zusammen mit Andreas Herder, dem ehrenamtlichen Sportcoach, geht Gabi Sickel zu einem der 4 Häuser, in dem die Flüchtlinge untergebracht sind. Briefkasten aktualisieren, das ist wichtig für die viele Post vom Amt. So. Morgen. Morgen. So. Hi, morgen. Hallo. Dieses Haus hat die Gemeinde angemietet. Hier wohnen 19 Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und der Ukraine. Ich schmeiß die auch oft aus dem Bett. Ich fange halt morgens um 9 an und wenn ich um 10 in der Unterkunft bin und da ist alles dunkel, dann klopfe ich an die Tür und schmeiß die raus. In letzter Zeit hat es hier Ärger mit verstopften Toiletten gegeben. Deshalb hängt Gabi Sickel ihre Infoblätter auf. In Arabisch, was in die Toilette darf, beziehungsweise was alles nicht rein darf, um eine Verstopfung zu vermeiden. Morgen. Hallo, guten Morgen. Die 64-jährige Mutter und Großmutter ist hier bei den Flüchtlingen absolut geschätzte Respekts- und Autoritätsperson. Sie hilft in allen Lebenslagen und kümmert sich um alle Probleme. Und jetzt stellen Sie sich vor, wenn so ein Flüchtling zum Arzt muss. Habe ich das Problem mit den Damen unten, die eine ist schwanger. Muss ich erst mal gucken, wo ich jetzt einen Frauenarzt bekomme, der Russisch spricht, der dann uns weiterhilft. Der Syrer Omar Zakaria, der morgens gekommen ist, hat sein Zimmer bezogen und würde am liebsten so schnell wie möglich Geld verdienen. Meine Frau ist in der Türkei und ich habe 3 Kinder und ihre Situation ist wirklich schlimm. Ich möchte, dass sie so schnell wie möglich nach Deutschland kommen. Doch er wird vermutlich noch monatelang hier feststecken, bis sein Status geklärt ist. Und ob und wann seine Familie nachkommen kann, ist noch völlig ungewiss. Um den Leerlauf wenigstens etwas zu verringern, wird kräftig für den Sportverein geworben. Die ersten Fußballtrainingszeiten geht ab morgen Abend 19:15 Uhr unten auf dem Sportplatz. In Gumbach? Hier in Gambach. Alles in Gambach. Beim Edeka, direkt beim Edeka. Ja. Ganz einfach. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil die Gedanken, die vielleicht da sind vom Krieg oder von der Flucht selbst her, verdrängt werden, dass man mit etwas Positivem anfängt, wieder sein Leben zu genießen, sag ich jetzt mal. Die sind alle traumatisiert. Wir haben einige Herren, hauptsächlich sind auch Frauen dabei, die nachts schreien. Also das ist nicht schön. Die haben alle schwere Zeiten hinter sich. Also man nicht sehen, dass sie hier Urlaub machen, uns gut gehen lässt, möchte ich keine von der Haut von diesen jungen Menschen stecken.
Gabi Sickel weiß, dass viele Flüchtlinge oft Monate, manchmal Jahre hier in der Unterkunft bleiben und auf Hilfe angewiesen sein werden. Denn sie müssen erst auf einen Deutschkurs warten, bevor sie arbeiten und Geld verdienen und damit ausziehen können. Warum ist das so? Dahinter steckt eine durchdachte Strategie, erklärt der Chef der Bundesagentur für Arbeit in Hessen. Wir haben von Anfang an auf jeden Fall das Ziel verfolgt, die Leute jetzt nicht in einfachste Arbeitsverhältnisse zu schicken, weil die Wirtschaft braucht jetzt nicht mehr Reinigungskräfte und mehr Ungelernte. Gibt es auch Mangelerscheinungen, ganz klar. Aber eigentlich wollen wir ja jemand, der als Krankenschwester gekommen ist, auch als Krankenschwester hier einsetzen. Jemand, der als Pflegekraft gearbeitet hat, wollen wir hier auch pflegen lassen und so weiter. Wenn ich darauf setzen würde, sofort in Arbeit, komme was wolle, such dir was, ist mir egal was, aber raus aus dem Hilfebezug, dann habe ich eine andere Vorgehensweise. Das ist richtig. Ob das nachhaltiger ist für den Arbeitsmarkt und irgendjemand was bringt, und wenn man nach 10 Jahren guckt, ob das wirklich dem Fachkräftemangel irgendetwas gebracht hat, da hätte ich erhebliche Zweifel. Und wenn die Flüchtlinge nicht qualifiziert sind, sollen sie eine Ausbildung machen. Wie hier auf der Übungsbaustelle des Baugewerbes in Frankfurt. Also nochmal Mörtel raus und nochmal Fliese neu einsetzen. Aber das passiert jedem. Alles gut. Masoud Savari ist Afghane und vor 3 Jahren nach Deutschland gekommen. Er ist Azubi im 1. Lehrjahr. Wenn ich arbeite und das fertig mache und am Ende ich sehe, was habe ich gemacht und dann, ja, das werde ich motiviert und macht viel Spaß bei mir, ja. Hier beim Bildungszentrum EBL in Frankfurt werden alle Lehrlinge, die einen Bauberuf ergreifen, überbetrieblich ausgebildet. Zusätzlich zur Berufsschule. Eine Besonderheit im Baugewerbe. Masoud Savari hatte zuerst über das Bildungswerk der hessischen Wirtschaft ein 4-monatiges Praktikum hier gemacht. Dass Fliesenlegen ihm besonders liegt, ist seinem Ausbilder gleich aufgefallen. Und er hat sich überall sehr gut angestellt, war einer derjenigen, der auch immer da war, der wirklich was wollte. Und dann haben wir halt auch geschaut, dass wir für ihn einen Ausbildungsplatz kriegen. Und jetzt ist er richtig in der Ausbildung wieder bei uns. Nach dem Praktikum kam Birgit Barfuß ins Spiel. Sie ist Willkommenslotsin im Baugewerbe und versucht, Arbeitgeber und Geflüchtete zueinander zu bringen. Hallo Herr Savari, ich wollte mal schauen, was Sie hier so machen. Ihm hat sie eine Ausbildung bei einem Frankfurter Fliesenleger vermittelt. Ich schaue mir natürlich an, wo wohnt Herr Savari oder wo wohnt derjenige, den ich vermitteln solle. Und dann schaue ich mir an im Umkreis, welche Betriebe gibt es dort, die ausbilden. Und versuche das dann anzubahnen. Dadurch, dass er zu überbetrieblichen Unterricht immer noch hierher zu uns kommt, auf die Lehrbaustelle, habe ich halt auch weiter Kontakt mit ihm. Birgit Barfuß sowie andere Willkommenslotsen bei Handwerkskammern und Innungen übernehmen den Großteil der Bürokratie, die weder Flüchtling noch Arbeitgeber bewältigen können. Entscheidend ist immer der Status des Flüchtlings. Ist er in der Gestattung? Ist er in der Duldung oder hat er eine Arbeitserlaubnis bzw. eine Aufenthaltserlaubnis? Und danach richtet sich einfach sehr viel, was an Arbeit auf mich zukommt. Das heißt, ich brauche natürlich eine Arbeitserlaubnis. Wenn die nicht per se schon gegeben ist, muss ich mich natürlich darum bemühen bei den Ausländerbehörden. Und da gibt es halt Ausländerbehörden, die sind gut erreichbar, da bekomme ich eine schnelle Info. Aber es gibt leider auch Ausländerbehörden, da ist das Ganze schwieriger. Die Hilfe von Willkommenslotsen hat nicht jeder. Abdul Jabbar Achakzai aus Afghanistan musste es ganz alleine schaffen. Er kam als ungelernter Arbeiter ins Land und war jahrelang nur geduldet. Ein klassischer Wirtschaftsflüchtling. Kannst du auf einen großen Platz? Großer Platz? Ja. Rollregale, ja? Genau. Ja. Der 44-Jährige ist 2015 nach Deutschland gekommen. Er wurde damals nicht als Asylant anerkannt, hat sich dennoch sofort bei der Firma Agaplesion in Heusenstamm Arbeit gesucht und bekam dadurch die Duldung. Herr Akazai hatte an die Tür geklopft, hatte gesagt, kann ich nicht hier anfangen. Ja, als Initiativbewerber haben wir ihm dann gesagt, kein Problem, kannst hier anfangen. In der Reinigung des Lagers und Müllentsorgung erstmal. Nach und nach kann ich nicht noch mehr machen. So, dann haben wir ihn zum Staplerschein geschickt. Er hat das gut gemeistert und ist jetzt Staplerfahrer bei uns und wir sind sehr zufrieden. Ein Arbeitsleben, wie es viele Flüchtlinge führen.
Sein Deutsch ist nicht besonders, aber er kommt klar und kann sich verständigen, fühlt sich wohl und ist gut integriert. Kann man den ihren Platz füllen und dann nach andere der Rest zurück bei Nachschubplatz. Ja. Das ist ein großer Park. Ja, das ist für mich ein sehr guter Platz. Gerne diese Arbeit, alles sauber, nette Männer auch. Er ist gläubiger Moslem und betet 5-mal am Tag. Ganz am Anfang wussten wir gar nicht, dass er dann betet. Andere Mitarbeiter sind gekommen und haben gesagt, wie soll ich mich verhalten? Herr Akazai ist in der Umkleide und betet da auf dem Boden. Und was soll ich tun? Soll ich die Umkleide verlassen? So, und da haben wir mit Herrn Akazai gesprochen und er hat gesagt, ich habe damit kein Problem, wenn da Leute an mir vorbeigehen. Ja, aber die müssen halt damit rechnen, dass ich nicht mit ihm spreche, weil wenn ich im Gebet bin, bin ich im Gebet. Viel schwieriger ist dagegen Status und Arbeitsgenehmigung. Da Abdul Jabbar Achakzai damals 2015 kein Asyl in Deutschland bekommen hatte, war er jahrelang nur geduldet. Deshalb hat er immer nur eine befristete Arbeitserlaubnis von 3 oder 6 Monaten bekommen. Das ist auch für den Arbeitgeber schwierig, der ihn gerne fest anstellen würde. Wenn dann die Befristung von der Arbeitserlaubnis erlischt, machen wir uns damit strafbar, wenn wir ihn einen Tag länger beschäftigen. Ja, und deswegen ist das ein bürokratischer Aufwand und wir müssen ganz genau gucken, wenn der Mitarbeiter selbst nicht darauf geachtet hat, wann seine Arbeitserlaubnis abläuft, müssen wir dafür sorgen, dass er sofort den Arbeitsplatz verlässt und nicht nochmal arbeitet. Abdul Jabbar Achakzai hat in Kandahar nur 3 Jahre lang die Schule besucht und war dann Verkäufer. Das Geld, das er hier in Deutschland verdient, schickt er seiner Familie nach Afghanistan, die er nicht nachholen konnte, weil er viele Jahre lang nur geduldet war. Im Dezember 2023 waren in Hessen knapp 3 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Davon waren etwa 2,5% Flüchtlinge, so wie Abdul Jabbar Achakzai. Wenn es nach dem Chef der Agentur für Arbeit in Hessen ginge, wären es noch viel mehr. Es ist ein Massengeschäft. Aber wir wollen doch auch ein Massengeschäft, was Arbeitsmigration angeht, weil wir ansonsten Probleme haben werden, den deutschen Arbeitsmarkt zu bedienen und weiterhin ein Wachstum sicherzustellen, weil die inländische Bevölkerung schlicht nicht ausreicht für den deutschen Arbeitsmarkt. Wir brauchen Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Wir brauchen Zuwanderung von künftigen Fachkräften. Und das ist ein Geschäft nicht von einigen 100 im Jahr in Hessen und auch nicht von einigen 1000 im Jahr in Hessen. Und demzufolge muss der Prozess auch gut durchdesignt sein. Aber in der Praxis ist der Prozess noch holprig. Es ist für viele Flüchtlinge schwierig, ihre Abschlüsse in Deutschland anerkennen zu lassen. Wartezeiten für Sprachkurse sind lang. Bis sie wirklich unseren Arbeitsmarkt bereichern, vergeht viel Zeit. Wenn ein Asylsuchender arbeiten möchte, dann muss er erstmal zur Ausländerbehörde gehen, da einen Antrag stellen. Die Ausländerbehörde entscheidet dann, ob sie das befürwortet. Dann muss sie noch die Bundesagentur beteiligen. Noch schwieriger ist es bei den Duldungen. Da ist sogar noch eine dritte Behörde mit im Spiel. Da kommt noch die zentrale Ausländerbehörde. Die ist beim Regierungspräsidium angesiedelt. Das heißt, wir haben 3 Behörden, die meinen Antrag auf Arbeitserlaubnis zustimmen müssen. Also dass Leute in dem Status eine Arbeit finden, das ist schon sehr, sehr mühsam und sehr beschwerlich. Es ist fast ein Wunder, dass es trotzdem noch so viele Leute schaffen. Dennoch, von den Flüchtlingen, die 2015 nach Deutschland gekommen sind, haben mittlerweile 2/3 einen Job. Davon profitiert unsere Gesellschaft. Der Beschäftigungszuwachs der letzten 15 Jahre geht mindestens zu 60% auf Zuwanderung bereits zurück. 60% des Wachstums wären nicht möglich gewesen ohne die Integration von Arbeitskräften in den deutschen Arbeitsmarkt aus dem Ausland. Das sind nicht nur Geflüchtete. Das sind natürlich auch Fachkräfte, die gezielt zuwandern. Das können Kinder von Familien sein, die hier erstmal eine Ausbildung machen. Das kann alles Mögliche sein. Aber Menschen, die vorher nicht im Land waren. Wegen der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan 2021 hat Abdul Jabbar Achakzai mittlerweile eine Aufenthaltserlaubnis für 1 Jahr bekommen. Seine Kinder dürfen dennoch nicht nachkommen, da sie mittlerweile volljährig sind. Und so sind sie mit seiner Frau in Afghanistan und fehlen ihm sehr. Dawood, das ist mein Sohn Dawood. Er versteht nicht, warum er so lange nur geduldet war, wo er doch schon so lange wirtschaftlich auf eigenen Füßen steht. Ich arbeite, ich alles bezahle, ich steuere alles.
Warum ich 7 Jahre, 8 Jahre warten von dieser Aufenthalt? Auch seine Deutschkurse hat der Afghane selbst bezahlt, aber bisher noch keine Prüfung bestanden. Ich will gerne Deutsch lernen. Ich verstehe, ich habe so viele gelernt, aber verstehe wenig. Hilfe bekommt er nach Feierabend von Sixta Thomas. Sie ist pensionierte Lehrerin und hat Abdul Jabbar Achakzai im Rahmen der Flüchtlingshilfe kennengelernt. Gucken Sie mal, was da noch für Wörter sind. Die Rettungsdeckel. Ja. Sixta Thomas und ihr Mann Frank helfen ihrem Schützling seit Jahren mit der Bürokratie und vielen anderen Dingen. Sie empfinden das nicht als Belastung, im Gegenteil. Wir sind froh, dass wir ihn kennengelernt haben und freuen uns über jede Begegnung. Ja? Das ist schon sehr schön. Integration in unsere Gesellschaft ohne jede Hilfe ist schwer. Das weiß auch Gabi Sickel, die in Münzenberg viel mehr Zeit investiert, als ihr Minijob bei der Stadt vorsieht, weil ihr die Flüchtlinge am Herzen liegen. Es geht schon, aber nur, wenn sie Unterstützung aus der Bevölkerung haben. Alleine schaffen die Leute das nicht. Allein durch unseren Papierkram sich durchzuwühlen, das ist für mich als Anwaltsgehilfin, kriege ich noch mehr Grauhaaren, als ich schon habe, wenn ich manchmal diesen ganzen Papierwust durcharbeiten muss. Und wenn er nicht richtig ausgefüllt wird, gibt es keine Leistungen. Sie erzählt, dass es hier in Münzenberg in all den Jahren keine nennenswerte Gewalt oder Kriminalität von Flüchtlingen gegeben habe. Aber das ist nicht überall so. Januar 2024. Im nordhessischen Neustadt werden in einer Nacht 16 Autos aufgebrochen. Die Täter? 2 Flüchtlinge aus der Erstaufnahmeeinrichtung dort. Die Innenstadt von Gießen. Ladendiebstähle sind hier an der Tagesordnung und werden immer mehr. Besonders begehrt Parfums, Mode und Sportartikel. Was aber vor der Kamera weder Ladenbesitzer noch Kaufhausdetektive sagen wollen, viele dieser Diebstähle werden von Flüchtlingen begangen. Ein paar hundert Meter weiter an der Lahn ein stadtbekannter Ort, wo mit Drogen gedealt wird. Auch hier sind immer wieder Flüchtlinge dabei. Kriminalität von Geflüchteten ist in vielen Städten in Hessen ein Problem. Der Leiter der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen, Manfred Becker, kennt die Problematik genau. Es ist eine Gruppe, die oftmals schon länger sich in Europa aufhält, auch durch mehrere Staaten schon gewandert ist und immer mehr das Gefühl, sich an Gesetze zu halten, verloren hat. Und die sind für uns wirklich sehr, sehr schwer unter Kontrolle zu bekommen. Es ärgert mich für die 90% redlichen Bewohner. Die tun mir leid, weil oftmals sind es genau diese Personen, die das Bild der Flüchtlinge prägen, obwohl sie eine absolute Minderheit sind. Kriminalität von Flüchtlingen ist ein Tabuthema. Kaum einer will darüber sprechen, um nicht fremdenfeindlich zu erscheinen. Gleichzeitig steigt die diffuse Angst in der Bevölkerung vor dem und den Fremden. Doch wie viele Straftaten werden tatsächlich von Flüchtlingen begangen? Anfang März wird im Innenministerium in Wiesbaden die Kriminalstatistik für das vergangene Jahr vorgestellt. 2023 wurden insgesamt knapp 400.000 Straftaten begangen, 15% davon von Flüchtlingen. Diese Straftaten haben allerdings oft mit ihrem Status selbst als Flüchtling zu tun. Bei einer differenzierten Betrachtung sehen wir, dass ein Großteil der von den Flüchtlingen begangenen Straftaten nur Ausländer begehen können. Das sind die sogenannten Delikte gegen ausländerrechtliche Verstöße oder gegen Asylverstöße. Und das macht etwa fast 2/3 der Delikte aus. Das letzte Drittel verteilt sich so: 16% aller Ladendiebstähle, 11% aller Rauschgiftdelikte, 13% der Straftaten gegen das Leben und 8% aller Sexualdelikte sind von Flüchtlingen begangen worden. Verurteilte Flüchtlinge kommen je nach Straftat ins Gefängnis, wie deutsche Straftäter auch. Sind sie ausreisepflichtig und liegen keine Abschiebungshindernisse vor, können sie in ihr Heimatland abgeschoben werden. Abschiebungen, wie hier am Frankfurter Flughafen, werden von den Ausländerbehörden der Regierungspräsidien zusammen mit der Polizei vollzogen. Eine undankbare Aufgabe, denn Abschiebungen sind eine komplizierte Sache. In Hessen waren 2023 13.461 Personen ausreisepflichtig, aber nur 1.406 Menschen wurden abgeschoben.
437 davon waren Intensivstraftäter. Es gibt keine einfachen Lösungen. Wir sind insbesondere auf die Kooperation der Herkunftsstaaten angewiesen. Und das ist gerade bei vielen Staaten, aus denen Flüchtlinge kommen, zum Beispiel Afghanistan, zum Beispiel Irak, zum Beispiel die Maghreb-Staaten, nicht ganz einfach. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir darauf dringen, dass wir auch gegenüber der Bundesregierung deutlich machen, dass wir hier zu Kooperationen mit den Herkunftsstaaten kommen, damit wir die Zahl der Abschiebungen auch deutlich erhöhen können. Denn das Delta zwischen den Ausreisepflichtigen und denen, die tatsächlich abgeschoben werden, ist zu groß. Ist ein Flüchtling straffällig geworden, will ihn so manches Heimatland nicht mehr zurückhaben, sagt Claudia Coburger-Becker, die in Gießen für die Abschiebungen zuständig ist. Hauptproblem auch hier wieder die oft fehlenden Papiere der Flüchtlinge. Unkomplizierter und reibungsloser wäre es, wenn die Personen, die hier einreisen und einen Asylantrag stellen, diesen stellen dürften, wenn sie ein entsprechendes Ausweispapier haben. Man hört dann immer oft, die Personen bekommen kein Ausweispapier aus ihrem Staat, deswegen fliehen sie. Das ist in der Regel nicht der Fall. In aller Regel bekommt jede Person in ihrem eigenen Land ein entsprechendes Ausweispapier. In der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Gießen hat Peter Gärtner das Interview mit der Somalierin und ihrer Tochter beendet. Nachdem alle Informationen zusammengetragen sind, schreibt er seinen Asylentscheid. Die Somalierin selber, die Mutter, hat uns keine eigenen Gründe vorgetragen, sondern sie hat nur gesagt, meine Tochter droht eine Beschneidung bei einer Rückkehr nach Somalia. Und das löst bei uns den Schutz aus. Das heißt, die Tochter hat bei uns Flüchtlingsschutz bekommen. Vorher schicken wir die Tochter zu einem Arzt, dass auch wirklich noch keine Beschneidung stattgefunden hat. Ist dem so, bekommt die Tochter diesen Flüchtlingsschutz und dieser Schutz wird dann auf die Mutter abgeleitet. Das bedeutet natürlich, wenn in Somalia oder wo auch immer da noch ein Vater ist oder Geschwister, dass die das Recht jetzt haben, im Rahmen des Familiennachzuges auch nach Deutschland zu kommen. Peter Gärtner ist auf dem Weg zum nächsten Interview. Manchmal sind es 4 pro Tag. Auch wenn er ein Entscheider ist, richtig viel Entscheidungsfreiheit hat er nicht. Wir sind an Verordnungen und an Gesetze gebunden und die Entscheidung wird eigentlich im Innenministerium getroffen und das setzen wir nur um, weil wir oft auch von Anwälten oder von Organisationen, die sich für Flüchtlinge einsetzen, wird uns vorgeworfen, dass wir hier willkürlich entscheiden und da überhaupt nicht uns große Gedanken machen. Und die Richtlinien von Innen- und Außenministerium sehen seit einiger Zeit vor, dass afghanischen Frauen automatisch Schutz zugewiesen wird. Wir müssen ja jetzt diesen Frauen aktiv ansprechen, ob sie sich ein Leben unter den Taliban vorstellen können. Das sagen sie natürlich nein, das kann ich auf keinen Fall. Und damit sind wir auch im Schutzbereich. Kurze Besprechung mit den Dolmetscherinnen. Auch Syrer und afghanische Männer bekommen subsidiären Schutz, ohne dass eine politische Verfolgung im Einzelfall groß geprüft wird. Und so bekommen fast 60% der Asylsuchenden Schutz bei uns. Das ist einmal der Familiennachzug und das sind die Vorgaben, die wir haben, dass wir bei bestimmten Personengruppen Schutz zuerkennen müssen. Da kommen die hohen Zahlen her. In der Erstaufnahmeeinrichtung Gießen stehen noch Zimmer leer. Das liegt daran, dass über die kalten Wintermonate die Flüchtlingszahlen gesunken sind. Doch das wird sich zum Sommer hin wahrscheinlich ändern. Ich erhalte wöchentlich die Zugangszahlen, die Anlandungszahlen vom Mittelmeerraum und die sind nach wie vor überproportional hoch. Und viele der dort Ankommenden haben Deutschland als Ziel. Deshalb bleiben die Leichtbauhallen, die im Dezember noch voll besetzt waren, auch stehen. Zum Ende des Sommers hin werden diese Betten möglicherweise wieder belegt sein. Denn die Menschen sind weiter auf der Flucht.